gedacht, ich schlänze den so ein bisschen ins lange Eck. Ja, und dann geht er in den Pfosten, und linke Pfosten, rechte Pfosten. Vor dem 20. Spieltag der Saison 1982/83 liegt Borussia Dortmund auf dem 5. Tabellenplatz, nur 3 Punkte hinter Spitzenreiter Hamburg. An einem nasskalten Februartag geht es zum Tabellensechsten nach Köln. Das ganze Spiel, das war so lebendig, und wenn ich jetzt wieder in die Vergangenheit gucke, das merke ich schon wieder, wie gut mir das tut, weil das war wirklich einmalig. Schon in der 2. Minute geht Köln in Führung. Der Alofs, wir kennen ihn mit seinem linken Fuß. Eike stand in der Mitte, hat vielleicht den Ball zu spät gesehen. Und wenn der Ball dann kommt, dann ist es zu spät, dann kann er den auch nicht mehr halten. Ne? Aber an diesem Tag spielt bei den Schwarz-Gelben vor allem einer wie aufgedreht: Bernd Klotz. Das weiß ich noch wie heute, wie ich da im Mittelfeld durch 2 durchgehe, komme in die Nähe vom 16 Meter, und dann habe ich mit dem Außeres ich gedacht, ich schlänze den so ein bisschen ins lange Eck. Ja, und dann geht er in den Pfosten, und linke Pfosten, rechte Pfosten, Schumacher in die Hände. Aber das war für mich so ein Auftakt auch im Spiel, ne? Und das hat mich auch noch eher motiviert. Ne? Dennoch liegt der BVB zur Pause zurück. In der Folge entwickelt sich in Müngersdorf eine wahre Schlammschlacht. Die Platzverhältnisse, dass dann das Stadion oder der Rasen so gepflegt wird wie heute, das war natürlich damals nicht der Fall. Ne? Da war oft der Boden richtig tief. Das war auch mein Boden. Ich war auch so habe mich immer verausgabt im Spiel. Und das hat mir richtig gut gestanden, der Boden. Und man hat es ja auch gesehen, mir ist alles gelungen in dem Tag. So wie beim Ausgleich in der 71. Minute. Manni Burgsmüller mit der kuriosen Vorarbeit. Und dann beweist Bernd Klotz im Duell mit Frank Hartmann seine ganze Cleverness und Kopfballstärke. Natürlich wollte der rückwärts laufen und wollte auch zum Ball mit dem Kopf, aber ich habe da gestanden und habe ihn einfach nicht mehr rückwärts gehen lassen, und damit habe ich ihn mit der Brust von mir gehalten, und somit konnte ich den Ball dann halt in der Berechnung dann ins Tor köpfen. Die Kölner sind aber weiterhin deutlich überlegen. Obwohl sich der BVB leidenschaftlich dagegen stemmt, bringt Klaus Allofs die Kölner in der 81. Minute wieder in Führung. Die Rheinländer wähnen sich auf der Siegerstraße, haben aber die Rechnung ohne Bernd Klotz gemacht. Einmal kann Schumacher noch gegen den an diesem Tag überragenden Mittelstürmer retten. Aber in der letzten Minute ist auch der Nationaltorhüter machtlos. Ja, der arme Neumann an der Außenlinie, haben sie ihm die Vorwürfe gemacht, hätten ihn in die Tribüne jagen können. Aber dann hat er den vertändelt. Dann kam die Flanke, und der Steiner konnte den nicht anstoppen, weil der kurz vorher aufsprang. Das war so ein Aufsetzer, war schwer zu kontrollieren. Und dem springt er etwas zu weit weg und mir vor die Füße. Ja, und dann habe ich ihn reingemacht. Den wenigsten Schwarz-Gelben wird dieser Last-Minute-Punktgewinn in Köln in Erinnerung geblieben sein. Bernd Klotz dafür ganz besonders. Jeder Ball, jede Aktion ist gut gelungen. Also war letztendlich in meiner ganzen Karriere das beste Spiel, das ich je gemacht habe.